Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkrafts. Peters Krieg Folge 6 nutze ich ja immer ganz gerne vorweg, um noch ein bisschen was zu erzählen. Und zwei, drei Sachen habe ich natürlich immer. Ich bin ja so eine Plaudertasche. Also, erstmal, das Feedback zu Peters Krieg ist weiterhin super. Finde ich toll, was ihr schreibt. Gibt auch ein paar Kritiker, das nehme ich mir auch an und ich versuche es halt so gut es geht. Ein anderer Punkt war, einen festen Sendetermin zu finden, ist nicht ganz so einfach, weil ab und zu kommen mal Videos reingeflogen, die müssen dann dazwischen gequetscht werden. Aber ich versuche mal wieder auf diesem Samstag, also es ist ja wieder Samstag 10 Uhr, wenn alles geklappt hat, ob wir das vielleicht so lassen, dass wir immer samstags eine Folge, die dann eben nicht so lang ist, aber die dann eben am Samstag gezeigt wird. Und dann ist das Wochenende auch klar. Ja, das wollte ich gerne loswerden. Dann wollte ich nochmal mich bedanken bei allen, die beim letzten Livestream dabei waren, die es noch nicht mitbekommen haben. Also wir werden jetzt einmal im Monat einen Livestream machen, also immer wahrscheinlich in der Mitte des Monats und da noch so ein bisschen Sachen, wo es ist gewesen und was wollen wir machen und ein paar Sachen klarstellen. Das war eine richtig lustige Sache. Es sollten nur lockere 30 Minuten werden, waren aber natürlich wieder über eine Stunde. Aber tolle Community, war der Hammer, war wirklich klasse. Könnt ihr euch ja noch angucken, ist ja aufgezeichnet. Und das Letzte, was ich noch schnell loswerden möchte, ist, ich hatte ja beim letzten Teil von Peter vorher anmoderiert, Rudolfs Hörbuch, das ihr bei mir im Shop ja, ich sag mal, erwerben könnt. Das haben auch schon ganz schön viele Leute gemacht, da habe ich mich sehr gefreut drüber. Allerdings kam immer wieder die Frage, ich kann mich nicht anmelden, das müsst ihr auch nicht, sondern ihr müsst einfach nur den Warenkorb quasi mit euren Adressdaten hinterlegen, das ist das Erste. Und das Zweite, ganz, ganz wichtig, das ist kein automatisiertes System. Das heißt, in dem Moment, wo ihr vielleicht mit PayPal das bezahlt, kommt nicht automatisch der Link, sondern ich muss am nächsten Tag mich hinsetzen an diese Maschine und muss euch den Link dann händisch zuschicken. Das kann auch schon mal 24 Stunden dauern, also vielleicht nicht ganz so lange. Und wenn ihr dann den Link bekommt, der nur 63 Kilobyte groß ist. Das ist nur der Verbindungslink. Den müsst ihr wieder mit einem Browser öffnen. Also das sind so drei Sachen, die stehen aber auch alle in der Beschreibung. Solltet ihr das nochmal jetzt machen wollen, euch dieses Hörbuch runterladen aus dem Shop, dann bitte darauf achten. Das dauert, bis der Link kommt und wenn er kommt, mit dem Browser öffnen. Das wollte ich nochmal gerne loswerden. So, genug geredet. Wenn alles klappt, sollte jetzt Peters Krieg Teil 6 kommen und ich denke mal, wir steigen mal ein und schauen, was in der Normandie so los ist. Bis dann, macht's gut und auf bald. Ich hatte den Kopf aus dem Turmluke gesteckt. Wir waren noch zu weit weg. Und trotzdem hatte ich nicht vergessen, was damals in Russland passiert war. Ich tauchte kurz ab und schaute nach meinen Männern. Mein Richtschütze Helmut hing in seiner Optik und hatte die Hände auf seinen Justierrädern. Rudolf prüfte nochmal den Rohrrücklauf und stellte fest, dass alles in Ordnung war. Er drehte sich zur Munition und vergewisserte sich, dass auch da alles stimmte. Ich nickte ihm zu und er sagte etwas, ich konnte es aber nicht verstehen, weil der Motor gerade laut aufbrüllte. Er sah, dass ich nicht verstanden hatte, zeigte nur einen Daumen nach oben und ich nickte. Dann sah ich wieder vorsichtig aus dem Turm. Granatwerfer fingen an, uns zu beschießen. Das waren aber kleine Kaliber und die waren sicher nicht weit entfernt. Unsere Grenadiere hatten sich schon weit vorgearbeitet und suchten eine weiche Stelle in der Packfront. Dann sauste die erste Granate an uns vorbei und 3 weitere folgten, also 4 Pack voraus, aber scheinbar schlecht eingestellt. Nun setzten schnell die Grenadiere ihre MGs auf die Abschusswolken ein. Ich sprach die rechte Pack an und wir schossen nach kurzem Schießhalt 2 Granaten in die Stellung. Wieder rauschte es an uns vorbei. Die Jungs zielen schlecht. Gut für uns. Ich befahl Kurt, weiter auf den Graben zuzuhalten, damit wir noch mehr Deckung haben. Jetzt knallte es unglaublich laut. Ein Surren war zu hören. Wir hatten einen Treffer abbekommen. Der Panzer wackelte ordentlich und uns klingelten die Ohren. Aber die Bugplatte hielt stand und wir rollten weiter. Helmut hatte das Ziel ausgemacht. Er hatte Feuerfreigabe. Kurt stoppte den Panzer, kurzes Nachrichten und schon zischte die zweite Granate zum Ziel.
2 SPW rasten in schneller Fahrt knapp 200 Meter rechts von uns über die Wiese, die Bord-MGs feuerten in die Wallhecken. Was auch immer da drin war, musste nun die Beine in die Hand nehmen und sich schleunigst zurückziehen. Ich schaute durch die Panzergläser in alle Richtungen. Dann kam über Funk die Meldung: Panzer von rechts. 2 Cromwells brachen aus der Deckung und kamen aus der Flanke. Verdammte Schweinerei. Da sollten noch unsere Panzerjäger stehen. Aber scheinbar pennen die Brüder wieder. Ein SPW wurde voll getroffen und brannte sofort. Die Lanzer, die noch lebten, sprangen brennend aus dem Heckbereich des Schützenpanzerwagens heraus und rollten auf der Erde umher, um die Flammen zu ersticken. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit rollte der Wagen immer weiter und blieb einfach nicht stehen. Wenn der so weiterrollt, knallt er noch in den Graben mit unserer Infanterie. Pack von vorne, Panzer von der Seite, beschissener geht es nicht. Doch es geht noch schlimmer, wenn die Jabos jetzt kommen. »Helmut«, rief ich, »die Panzer nehmen wir zuerst.« Er drückte aufs große Pedal und der Turm schwenkte schnell nach rechts. Schon war einer der Cromwells in der Optik. »Hab ihn«, brüllte mein Richtschütze. »Feuer«, schrie ich in den Bordfunk, »sonst kriegen wir einen in die Seite.« Einer der Briten schoss schon, aber bei der wilden Fahrt ging der Schuss weit daneben. Nun waren wir dran, mein Lieber. Du hattest deine Chance. Einer der Britenpanzer platzte plötzlich auseinander. Der Turm wurde abgerissen und im hohen Bogen weggeschleudert. Was war das? Sind unsere Panzerjäger aufgewacht? Wie auch immer, der zweite Panzer stoppte, um die neue Bedrohung zu bekämpfen, und das war keine gute Idee. Unser Panther ruckte unter dem Abschuss und die Granate schlug voll in die Bugwanne des Cromwells ein. Der stand und qualmte. Die Luken gingen auf und 2 Mann kletterten wie von Sinnen aus dem Wrack. Einer sprang noch herunter, der andere wurde von Kugeln des zweiten SPW fast in 2 Teile geschossen. Wir müssen weiter, Turm wieder auf 12 Uhr und los. Keine Gegenwehr mehr aus nördlicher Richtung. Die Grenadiere waren an der Baumreihe angekommen und säuberten den Bereich. Wir rollten an ein großes Gebüsch heran, von dem wir noch gute Sicht hatten und entsprechend wirken konnten. Nun zogen auch die Jagdpanzer, die westlich von uns standen, vor. Die Mehlaugen hätten auch gerne früher schießen können. Im Fernglas sah ich, wie unsere Leute Gefangene in den Graben führten und die Tommys dort durchsuchten. Das war kein guter Tag für die Engländer. Die haben ordentlich was abbekommen. Aber auch unsere Reihen lichteten sich. Über Funk hörten wir, dass weitere Einheiten zu uns kommen sollten. Hier mussten wir weiter vorstoßen. 2 Panzer IV und ein Jagdpanzer kamen noch zu uns gerollt und wir verlegten die nächste bewaldete Stellung. Ein Kübel kam dazu und ein Hauptsturmführer der Waffen-SS stieg aus. Auch ein Panzermann, der mit uns das weitere Vorgehen abstimmen wollte. Sicherlich eine schwere SS-Panzerabteilung, die normalerweise mit Tigern ausgerüstet war. Wir standen mit den Kommandanten zusammen und besprachen die weiteren Befehle. Die Amerikaner und Engländer sowie die Kanadier drückten hart auf Caen. Da wird um jeden Straßenzug erbittert gekämpft. Wir brauchen dort unbedingt mehr Infanterie, denn die Panzer werden schon von den verfluchten Bazooka-Trupps ausgeschaltet. Scheinbar haben die auf der anderen Seite eine Menge von den Dingern und damit können die einen Panther einfach von der Seite zerstören. Also kann auch hinter jeder Ecke einer der Lumpen mit diesen Dingern sitzen. Wir knieten uns dann hin und sahen uns die Karte an. Das sah alles nicht gut aus, wenn die Frontverläufe so stimmen sollten. Wir bekamen unseren Angriffssektor und in 5 Stunden sollte es wieder losgehen. Munition war noch genug da, Kraftstoff sollten wir noch bekommen. Die Instandsetzer brauchten wir nicht, aber dann schauten wir uns den Treffer auf der Bugplatte an. Rudolf meinte, wenn der 15 cm weiter nach links gegangen wäre, hätte der voll die Sichtluke vom Fahrer getroffen. So war es nur eine tiefe Kerbe und das Geschoss wurde abgelenkt. Mal wieder Glück gehabt. Helmut ärgerte sich, dass er nur den einen Britenpanzer erledigen konnte. Rudolf meinte, er solle nichts drauf geben, es werden sicherlich noch genug Feindpanzer übrig sein. Die Gefangenen wurden an uns vorbei nach hinten gebracht. Einer der Männer war Offizier und wohl der Kommandant, der aus dem Cromwell noch herausgekommen war. Ich sagte dem Unteroffizier, der zur Bewachung abgestellt war, ich würde gern den Offizier sprechen. Ich winkte den Mann herüber und bot ihm eine Zigarette an. Er schien etwas verwirrt und ich denke, meine große Narbe ließ mich irgendwie bedrohlich wirken. Ich lächelte und sprach mit ihm auf Englisch über das vergangene Gefecht. Es dauerte etwas, doch dann erklärte er mir, dass er aus der Nähe von London kommen würde und schon in Afrika gegen uns gekämpft hätte. Aber Panther als Gegner war für ihn was Neues und er schaute immer wieder auf unsere Panzer, als wir uns unterhielten. Gern hätte ich ihm das gute Stück mal genau gezeigt, aber das durften wir nicht. 2-mal wurde er nun schon in Normandie abgeschossen,
Scheinbar haben die genug Panzer an der Küste, dass man immer wieder einen neuen bekommen würde. Bei uns ist es andersrum. Aber das konnte ich ihm natürlich nicht sagen. Rudolf kam dazu und die Augen des Briten weiteten sich, als er Rudolf sah. Der hatte ja nicht nur Kratzer im Gesicht, weil er beim Kirschenpflücken im Dornbusch hängen geblieben war. Er sah mit seinem ganzen Namen im Gesicht aus wie ein Halunke. Der Tommy meinte dann, dass wir aussehen würden, als wären wir schon durch den einen oder anderen Schlamassel hindurch. Eastern Front, sagte ich ihm. Er verstand es. Tough guys, meinte er noch. Dann gaben wir uns die Hand und ich ließ ihn ziehen. Auch nur ein Mensch. Wer weiß, wenn es andersherum gewesen wäre und er uns abgeschossen hätte. Obwohl er scheinbar seine gesamte Besatzung bei dem Angriff verloren hat, schien es, als hegte er keinen Groll gegen uns. Ob ich wohl auch so ruhig wäre, wenn alle meine Männer tot wären? Rudolf meinte dann, dass er seine Besatzung sicherlich gerade erst mit dem neuen Panzer übernommen hat. Dann ist es zwar noch immer schlimm, aber man hat nicht diese tiefe, kameradschaftliche Bindung zu den Männern im Kampfraum. Mag sein, dachte ich. Wir setzten uns auf einen Baumstamm und rauchten. Dann ein Zischen, Artilleriebeschuss und schon rauschte es heran. Wir krochen unter die Panzer und hofften, dass es schnell wieder vorbei wäre. Alles lief umher wie bei einer Hasenjagd. Granate um Granate hämmerte in den Abschnitt und kleine und große Splitter knallten gegen unseren Panzer. Liegen bleiben und abwarten. Nach 10 Minuten war der Spuk vorbei und wir kamen wieder aus der Deckung heraus. Männer schrien und Verwundete wimmerten. Wir schauten nach den Verletzten und halfen, so gut wir konnten. 8 Verletzte und 4 Tote hatte es gekostet. Ich fand auch den Unteroffizier, der die Gefangenen bewacht hatte, mit abgerissenen Beinen an einem Baum liegen. Daneben mehrere tote Engländer und auch der Offizier von vorhin lag auf dem Rücken. Ein Splitter hatte seinen Brustkorb durchschlagen und ein faustgroßes Loch war zu sehen. Ich kniete mich hin und merkte, dass es zu spät war, um da noch was zu machen. Blut lief aus seinem Mund und er tat noch einige Atemzüge, dann brachen seine Augen und er starb. So schnell kann es gehen. Gerade noch dem Tod von der Schippe gesprungen und eine Stunde später durch die eigene Ari getötet. Verdammter Krieg. Helmut kam dazu und hatte einen Verband am Arm. Nichts Schlimmes, meinte er. Kurt kam auch dazu und wir schleppten die Toten zum Sammelplatz, damit sie beerdigt werden können. Eine halbe Stunde später wurden die Verwundeten verladen und wir schauten nach, ob die Fahrzeuge noch so weit in Ordnung wären. Nur Schramm hatte unser Panther. Ein Panzer IV hatte einen Splitter in den Motorblock bekommen. Der muss dann zurück. Also wieder einer weniger. Trotzdem mussten wir schnellstens verlegen. Wenn die Ari nochmal hier reinhält, würde es sicherlich noch mehr Tote geben. Also zogen die Panzerteile weiter vor und wir rollten an eine kleine Ortschaft mit 10 Häusern heran. Viele Bäume hier und gute Tarnung. Morgen sollen wir dann weiter vorstoßen, um die Flanke des Angriffskeils zu sichern. Und wer sichert dann unsere Flanke? Am Abend schaffte es die Feldküche, einen Topf nach vorne zu bringen. Weil die für mehr Männer gekocht hatten, als wir hier jetzt waren, gab es reichlich. Den Bauch ordentlich vollschlagen. Wer weiß, wann es wieder was gibt. Über uns brummten wieder die alliierten Bomber und luden ihre tödliche Last auf unseren Versorgungsknotenpunkten ab. Unsere Luftwaffe sollte da mal kräftig mitmischen, aber die haben sicherlich auch Probleme genug, Piloten zu bekommen. Nach 5 Jahren Krieg ist eben nicht mehr so viel erfahrenes Personal da. Wir legten uns unter den Panzer und ich versuchte etwas zu schlafen. Morgen würde wieder ein anstrengender Tag werden.